Wir haben Sachen geteilt, vor allem online, die man vielleicht jetzt so gar nicht aussprechen würde, weil das immer online, vor allem wenn man Nachrichten schreibt, ein ganz anderes Gefühl hat. Lucy liebt mit 15 Jahren einen Jungen. Online. Per WhatsApp führen sie eine rein digitale Fernbeziehung. Dadurch, dass das so abseits ist von dem, was eigentlich in der realen Welt direkt vor dir passiert, hast du viel mehr Möglichkeiten, auch ja, verletzlich zu sein einfach und da Sachen zu teilen wie Trauer oder Verlust. Zum Beispiel meine Katze ist gestorben. Ich glaube, das wissen hier gar nicht so viele Leute, einfach weil ich den Redebedarf hier nicht so hatte, aber digital, weil ich es digital schon weitergegeben habe. Ganz klischeehaft Träume, die man sich nicht traut auszusprechen oder so, weil wenn man das nur über WhatsApp irgendwie schickt, dann kommt einem das nicht so vor wie, ich habe das jetzt allen erzählt und ich muss dem jetzt nachgehen, sondern das ist sowas, oh, ich lass dich hier in ein kleines Geheimnis mit ein und das ist, wer ich eigentlich wirklich bin. Also ich glaube, die große Verbindung wird auch vielleicht dadurch geschaffen, dass man viel mehr das Gefühl hat, oh, das ist eine spezielle Bindung, weil das so eine Bindung ist, die wir geschaffen haben alleine und da ist keiner mit beteiligt, da ist die ganze Umwelt nicht beteiligt, man befindet sich in so einer digitalen Bubble. Und in dieser Bubble bauen beide scheinbar immer mehr Nähe zueinander auf. Lucy glaubt, ihren Traumprinzen gefunden zu haben. So Sachen, so Persönlichkeitsattribute, die mir wichtig waren, habe ich dann immer gesucht, auch in den Nachrichten. Also ich finde, vor allem digital kann man viel erfinden, weil man kriegt eine Nachricht und dann sieht man die und dann kann man reinlesen, was man möchte eigentlich. Und da ist dann so viel Platz, einfach zu sagen, ah ja, du bist so und du bist so, wie ich dich gern hab, vor allem. Ja. Lucy ist im 7. Himmel. Vernachlässigt ihren Alltag, investiert ihre Freizeit in die Online-Beziehung. Irgendwann hält sie es nicht mehr aus. Sie möchte ihren digitalen Partner aus England kennenlernen. Man kann nicht in den Arm genommen werden, man kann nicht sagen, das tut mir wirklich leid und das durch Körpersprache oder Augenkontakt wirklich ausdrücken. Man sieht nicht, ob die andere Person wirklich berührt davon ist. Die Augen sind das Fenster zur Seele, ne? Aus der digitalen Begegnung eine reale machen. Ein Schritt, mit dem viele Jugendliche hadern, weiß Miriam Hoff. Denn digitale Partnerschaften leben von der Traumwelt. Also wenn es nur beim Online-Kontakt bleibt, ne, dann haben wir natürlich auch eine Projektionsfläche von Idealisierungen und viel Fantasie, viel Wunschdenken. Das heißt, die reale Begegnung, das Korrelativ, also dass es so auch ein bisschen mit der Realität abgeglichen werden kann, das fehlt. Ne? Und dann dadurch haben wir ja die Möglichkeit, dass unheimlich viel Projektion von Wunschdenken passiert, das aber gar nichts mit der Person in der Realität zu tun hat. Ähnlich wie jugendliche Mädels, die für Stars schwärmen, ja, die projizieren Hoffnungen, Träume, Wünsche vom Traumprinz auf diesen Menschen, ohne den jemals zu kennen. Und das ist vergleichbar auch mit der Online-Beziehung, weil die Realitätsüberprüfung, also die reale Begegnung, nicht stattfindet. Enttäuschungen vorprogrammiert. Und häufig sind digitale Beziehungen eine Art Flucht. Menschen, die die Beziehung nur online führen, vermeiden natürlich die Konfrontation mit der Realität. Da gibt es Ängste, vielleicht selber nicht zu genügen, ne? Und die verstecken sich dann hinter dem Bildschirm, die verstecken sich hinter dem Profilnamen, hinter dem Konstrukt, was sie letztendlich auch aufgebaut haben, einerseits. Und andererseits meiden sie auch die Konfrontation mit dem Gegenüber, weil auch dann sind sie sich vielleicht bewusst, kann der die Erwartungen gar nicht erfüllen, die ich mir innerlich konstruiert habe. Nach 2 Jahren digitaler Beziehung lernt Lucy ihren Online-Partner kennen. Ihr Traum zerplatzt. Oh, also erstmal ein Schlag von Enttäuschung. Also ich finde Erwartungen, man wartet darauf, dass eine Person einem etwas gibt. Je mehr Erwartungen man hat, desto mehr Enttäuschung baut man sich auch auf. Und als ich da war, habe ich auch bei ihm gewohnt, die Zeit, weil das waren 2 Monate in den Ferien, als ich da war. Wir haben in einem Zimmer gewohnt und das war schrecklich, ganz ehrlich. Alles hat mich aufgeregt. Lucy ist frustriert und muss sich eingestehen: Du kennst mich
doch eigentlich gar nicht. Du weißt nicht, wie ich meinen Kaffee trinke. Du weißt nicht, wie ich bin, wenn ich sauer bin oder so. Also von der Persönlichkeit her, weil du nur die Geschichten mitkriegst, die ich dir erzähle, weil du nur du hast ein Bild von mir. Du projizierst was auf mich drauf, was nicht da ist, weil du es nie gesehen hast. Und dann, wenn ich da bin, bist du so überrascht von dem Ganzen, was ich eigentlich bin, so der Person, die ich eigentlich bin, den ganzen Facetten, die du nie gesehen hast. Und deswegen würde ich schon auch irgendwo sagen, dass die Nähe vielleicht auch gar nicht so da war und dass sie auch eher erdacht war. Ja, doch. Ja. Diese ganzen physischen Dinge, wie ich auch schon gesagt habe, die Körpersprache und die Mimik, die fehlen nicht nur in der Konversation, sondern auch in der Beziehung. Also ich finde, persönlich durch Berührung baut man auch total viel auf. Und ich finde es auch total wichtig zu sehen, wie ein Partner offen dafür ist und was für Grenzen die andere Person hat, weil viel davon, finde ich, testet man auch im echten Leben aus. Und das fehlt digital in dem Sinne total, dass du nicht einfach mal sagen kannst, hier, ich halte dir meine Hand hin wirklich, sondern es ist einfach ein, hey, ich bin da, so eine Nachricht. Und so ein Handdruck ist doch nochmal was ganz anderes. Ich finde, so ein Handdruck bringt dann immer wieder auf den Boden zurück. Und das sorgt bei Lucy für echte Schmetterlinge im Bauch. Jene, die nicht so schnell davonfliegen.